Mein Name ist Michael Mondstein, ich bin Vater von 2 Kindern. Rot oder schwarzer Pfeffer? Ich habe meine Diagnose buchstäblich aus dem heiteren Himmel bekommen. Und 2 Wochen später hat mein Leben anders ausgesehen und seitdem hat es nicht mehr gekehrt. Er hat einen aggressiven Krebs. 2 Chemotherapien haben versagt. Unbehandelt, glaube ich, wäre es eine Sache von 2, maximal 3 Monaten, wie ich sterben würde. Das ist, ja, es ist ernst, es ist wirklich ernst. Seine letzte Hoffnung: eine Gentherapie mit Krebskillerzellen. Zum Beispiel Kymriah von Novartis. Kostenpunkt 370.000 Franken. Und Kymriah ist erst der Anfang. A new drug, Luxturna, was injected into his eye. $850,000. Zolgensma, it's now the most expensive drug on earth, with a price tag of $2.1 million. Was ist eine Gesellschaft bereit zum Tragen, auch diesbezüglich, oder? Und wann lässt man einen billiger sterben? Wie kommt es zu diesen Preisen? Pharma tut selbstverständlich den Markt auch abtesten. Was gibt der Markt her? Wo ist die Limite vom Markt? Werden die Krankenkassen die Rekordpreise bezahlen? Das ist viel Geld, oder 370'000 Franken. Für uns ist das zu viel, ja. Was kann man denn da machen? Ja, also, das ist einfach schwierig und man kann nicht so ganz sehen, wie das in Zukunft weitergehen soll. Der Krebs kommt jetzt wirklich mal eins auf den Deckel rüber. Ja, das hoffen wir. Der kommt jetzt mal eins auf den Deckel rüber. Das wäre schon gut, dann könnt ihr nämlich wieder mit euch Buddy. Das ist irgendwie auch noch verrückt, oder? Dass man auf einer Seite in 2 Monaten tot sein könnte und auf der anderen Seite in 2 Jahren könnte geheilt sein, richtig geheilt. Michael Mondstein hat eine seltene und aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs. Auch sein schiefer Mund rührt von der Krankheit. Ist gut. Seine letzte Hoffnung heißt Kymriah. Eine völlig neue Therapie, zugelassen seit letztem Herbst. Dem Patienten werden eigene Immunzellen entnommen. Diese werden in die USA geschickt, in ein Labor von Novartis. Dort werden die Zellen gentechnisch verändert und zu Krebskillerzellen umprogrammiert. Die Killerzellen werden vermehrt, eingefroren und zurück in die Schweiz geschickt. Der Patient bekommt die Killerzellen mit einer einmaligen Infusion. Für die Infusion setzt Novartis den Preis auf 370.000 Franken. Ob die Krankenkassen Kymriah vergüten, ist zunächst unklar. Sie haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam einen Rabatt zu verhandeln. Mein Name ist Martina Weiss und ich bin bei der Helsana verantwortlich für Vertragsverhandlungen mit der Pharmaindustrie. Im Moment verhandeln wir über die Vergütung von Kymriah mit der Novartis. 370.000 Franken seien zu viel. Man wisse nicht, wie Kymriah langfristig wirke, ob der Krebs nicht wieder zurückkehre. Es ist für uns nicht ganz klar, wie so ein Preis zustande kommt, oder? Also wir haben jetzt noch keine Auflistung bekommen, wie jetzt der Preis, wieso der jetzt genau so hoch muss sein. Macht das Pharma normalerweise? Ganz genau eine Formel in dem Sinn, wie jetzt der Preis zustande kommt, die gibt es nicht, oder die habe ich zumindest nicht gesehen. Und ich denke, man versucht einfach mal möglichst hoch reinzugehen mit hoher Preisvorstellung, und weil es ist doch auch immer noch eine Verhandlungssache. Mit so einem ersten Preis schafft man auch immer einen Präzedenzfall. Dort laufen wir in ein Problem. Und wenn Sie mich fragen, was ist die Lösung, ich kann es Ihnen nicht sagen. Diskutiert wird, ob die Krankenkassen nur im Erfolgsfall zahlen sollen. Was aber heißt bei Krebs Erfolg? Eine Lösung liegt in weiter Ferne. Vorläufig entscheidet jede Kasse für sich. Michael Mondsteins Billigkasse Atupri weigert sich, Kymriah zu bezahlen.
Der Nutzen sei zu wenig klar, heißt es. Um ehrlich zu sein, ich war auch granatenhässig. Für mich ist das ein Zeugnis von absoluter Inkompetenz. Im Moment führt es daraus heraus, dass es Wild West ist. Und einfach die sich es irgendwie leisten können, die haben die Chance, zu einer Therapie heranzukommen. Und bei anderen weiss ich nicht, ob es möglich ist. Weiss ich schlichtweg nicht. Zweiklassenmedizin. Ja. Die Verwandtschaft will die Therapie selber finanzieren. Das Spital verlangt als Sicherheit 500.000. Kymriah ist eine gefährliche Therapie. Nach der Infusion kommen einige Patienten auf die Intensivstation. Die liebe Gabi, sie ist bereit, mir jetzt einfach mal 50'000 als Erbvorbezug zu gewähren. Also lieb. Ja. Bei mir ist es ja auch der Erbvorbezug. Ja. Wo meine Brüder ja das Haus gekauft haben, haben sie auch schon einen Betrag so bezogen. Und ich habe ihn bis jetzt nicht gebraucht und würde ihn gerne jetzt für das halt brauchen. Und der kommt auch über, oder haben Sie schon gesagt? Genau. Das hat mich aber auch, muss ich sagen, sehr berührt. Wer jetzt da im Umfeld irgendwie findet, ja, du weißt, wenn ihr irgendwie 10'000 Stutz noch nützt, ich weiss, es ist nicht so viel, aber wenn ihr 10'000 Stutz noch nützt, dann schaue ich, dass das irgendwie auch noch kann. Und von denen gibt es wirklich wahnsinnig viel und das hat mich sehr berührt. Wahnsinnig, weil es ist all denen klar, dass das Geld im schlimmsten Fall einfach weg ist und im allerschlimmsten Fall nichts genützt hat und weg ist. 1,5 Jahre nach der Behandlung bleibt der Krebs bei 40% der Patienten wie Michael Monstein weg, sagt Novartis. Immerhin, aber es könnte natürlich auch mehr sein. Oder? Ja, natürlich, aber im Vergleich zu das Medikament, das ich jetzt einnehme, habe ich eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 20% gehabt. Und es hat also durchaus auch Tage gegeben, wo ich das Gefühl hatte, das ist es jetzt gewesen, das funktioniert nicht. Und eigentlich nur noch gehofft habe, dass es dann am Schluss auch möglichst schnell geht, dass auch die Familie nicht ewig zuschauen muss und auch ich nicht ewig dann Schmerzen haben und einfach nur noch als drogenzutröhntes Stück Gemüse irgendwie da in der Gegend rumliegen. Wegen des Preisstreits können rund 1 Dutzend Krebspatienten nicht behandelt werden. Kritiker könnten ja sagen, die Krankenkasse verantwortet, dass todkranke Patienten sterben wegen dem Verhandlungspoker mit der Novartis, weil ihnen die Zeit volllaufen. Ja, das ist natürlich nicht so, oder? Weil, also wenn, dann ist es die Verantwortung von uns allen, dass wir einfach noch keine Lösung gefunden haben, oder? Das ist für niemanden eine tolle Situation. Michael Monsteins Familie hat die 500.000 zusammengebracht. Er ist der erste Schweizer Lymphkrebspatient für Kymriah. Unterdessen wurden ihm Immunzellen entnommen. Guten Morgen. Heute werden sie versandt. Sie gehen per Flugzeug in die USA. Dort sollen sie zu Krebskillerzellen gewandelt werden. Sogenannte CAR-T-Zellen. Ob das wohl gelingt? Michael Monsteins Krebs wächst. Für ihn zählt jeder Tag. Die Zellen brauchen ja eine gewisse Zeit, bis sie produziert werden. Im optimalsten Fall sind das 4 Wochen. Das kann aber sein, dass das ein bisschen länger braucht, jetzt weil so viele Produkte reinkommen, Zellprodukte reinkommen. Bezüglich Geld, da hätte man eigentlich sogar die Kantonalbank, die eine Bankgarantie würde ausstellen über den Betrag. Es wäre ein Sperrkonto dort, wo wir alles darauf einzahlen würden für diesen Zweck. Wir stellen sicher, dass das nicht angerührt wird im Augenblick, aber dann kann man weiterfahren. Dürfte ich denn mal den Lymphknoten tasten? Ja, auf jeden Fall. Kymriah wurde aufgrund von Patientenstudien zugelassen, finanziert von Novartis. Okay, hier spürt man, das sind mindestens 2, aber es sind wahrscheinlich, Experten kritisieren, die Wirkung von Kymriah wurde an weniger als 100 Patienten weltweit getestet. Die Nachbeobachtungszeit war kürzer als 2 Jahre und Kymriah wurde nicht mit einer bestehenden Therapie verglichen.
Darum kenne man die langfristige Wirkung nicht. Diese Kritik gilt generell für Studien zu seltenen Krankheiten. Es pressiert für all die Leute, dass man eben dann auch schnellere Zulassungen hat und dass man natürlich als Firma interessiert ist, das so positiv wie möglich darzustellen. Das ist ja überall so, das ist ja intuitiv so, wobei man sagen muss, es gab auch Studien mit KT-Zellen, die mussten gestoppt werden, weil es eben Todesfälle gab damit, weil es zu viele Nebenwirkungen gab und wie gesagt, man darf... Aber das ist ja schon eine Frage. Ja, wobei man sagen muss, wir reden hier auch von einem Patientenklientel in dem Fall, das anders an der Krankheit sterben wird, das jetzt nicht Herr Mondstein, das aber ansonsten oftmals viele Begleiterkrankungen hat. Die Welt ist halt zu ungeduldig geworden und unsere Patienten auch. Da sagt man nicht, jetzt warten wir mal 5 Jahre. Das ist das Problem. Die Studie mit den Todesfällen betraf nicht Novartis. Novartis macht Folgestudien zu Sicherheit und Wirkung. Was sagen Sie eigentlich zu dem Preis, den Novartis will, die 370'000? Also ich muss sagen, zu den Preisen ganz allgemein, jetzt nicht Novartis bezogen, sondern Pharmaindustrie, die Preise, ich finde, die Preise sind horrend in vielen Bereichen. Und ich finde aber, dass das wahrscheinlich Dinge sind, die für uns nicht durchschaubar sind, für Patienten wie für uns Ärzte. Aber offenbar erlaubt das denen jemand, so hohe Preise zu verlangen. Und da gibt es bestimmte Interessen, die dahinter stecken, warum man sich mit den Firmen gut stellen möchte. Was glauben Sie, was ist es? Standorte, weil die natürlich auch alle in Indien oder in China produzieren könnten. Also aber natürlich in Basel. Arbeitsplätze, naja, und natürlich Beispiel Schweiz, so viel Industrie und Dinge hat die Schweiz jetzt nicht, aber sie haben ein paar wirklich wichtige, weltweit wichtige Pharmakonzerne. Im Novartis-Werk im aargauischen Stein treffen wir den Europaverantwortlichen für Gentherapien, Emanuele Ostuni. Er will uns zeigen, dass Kymriah ab nächstem Jahr auch in der Schweiz produziert wird, in dieser Halle. Wie viele Kymriah-Infusionen können Sie hier herstellen? Im Moment planen wir... Nein? Ich bin mir nicht sicher, ob wir die genaue Zahl nennen. Dies wird ein wichtiger Standort. Über Zahlen spricht man hier nicht gerne. Lieber werden die hohen Sicherheitsbestimmungen demonstriert. Absitzen, reingreifen, jetzt kann man arbeiten. Arme nie kreuzen. Können Schweizer Patienten einen Preisabschlag erwarten, wenn die Transportkosten in die USA wegfallen? Nein, sagt Ostuni. Der Produktionsort spiele keine Rolle für den Preis. Relevant sei der Wert, den eine Gentherapie habe, der Wert von gewonnener Lebenszeit. Ein Paradigmenwechsel. Früher hatte die Pharmaindustrie ihre Preise mit hohen Forschungskosten gerechtfertigt. Die Prämienzahler wissen nicht, ob 370.000 Franken gerechtfertigt sind, wenn sie die Herstellungs- und die Forschungskosten nicht kennen. Diese Zahlen veröffentlichen wir nicht. Warum sind sie geheim? Sie sind geheim. Wir fokussieren darauf, was Kymriah den Patienten, dem System und der Gesellschaft bringt. Wenn Sie mit dem Wert argumentieren, können wir mit Antibiotika vergleichen. Sie retten das Leben eines Kindes mit Lungenentzündung. Warum aber kosten sie nur einige 100 Franken und nicht eine halbe Million? Ich bin nicht in der Lage, die Frage für diese Therapie zu beantworten. Was ich erklären kann, ist, wo wir den Wert von Kymriah sehen. Das Prinzip von wertbasierten Preisen sei falsch, sagen Krankenkassen, weil ein Menschenleben letztlich unbezahlbar sei. Die Kassen schätzen, dass die Prämien sich wegen der Medikamentenkosten innerhalb 10 Jahren um über 10% verteuern.
Befürchten Sie nicht, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht, wenn Sie so weitermachen? Nein, ich habe keine Angst. Ich denke, wir finden Lösungen. Wir sind offen für Rabatte? Wir sind bereit, zusammen mit den Kassen und Kantonen Risiken einzugehen, um die Therapien zugänglich zu machen. Risk-Sharing, sagt die Pharmabranche. Die Prämienzahler tragen das Risiko mit. Das Risiko für Kymriah, das im Übrigen gar nicht bei Novartis erfunden wurde. Die Spur der Krebskillerzellen führt an die Pennsylvania-Universität. Kein Einzelfall. Über 60% der neu zugelassenen Medikamente in den USA stammen nicht aus Pharmalabors. Ich heiße Carl June und bin Immunologe. Mein Team hat Kymriah 2004 erfunden. Heute bin ich 65, aber ich arbeite seit 1992 an diesem Projekt. Carl June, letztes Jahr von Time Magazine zu einem der weltweit 100 einflussreichsten Personen gekürt. Zuerst testeten wir die Zelltherapie bei HIV-Patienten, weil sie viele Immunzellen verloren haben. 2 Jahre später starb meine Frau an Eierstockkrebs. Dann habe ich meine Forschung auf Krebs verlagert. Damals aber habe er keinen Dollar von der Pharma erhalten. Dies, weil die Forschung zuerst nur bei Mäusen, nicht aber bei Menschen wirkte. Ohne Spendengelder hätten wir diese Therapie nie entwickeln können. Philanthropen und die Regierung haben uns unterstützt. Waren es Millionen? Ja, es waren sicher 20 Millionen, die ich zwischen 1999 und 2012 bekam. 2012 begann die Zusammenarbeit mit Novartis. Die riskanteste Phase wurde also mit Steuergeld bezahlt? Ja, die ganze Grundlagenforschung, die zeigte, dass das Konzept der Krebskillerzellen funktioniert, wurde an Universitäten gemacht. 2010 der Durchbruch bei Krebspatient Douglas Olson. Um die Welt aber ging die Geschichte der 7-jährigen Emily Whitehead. Das leukämiekranke Mädchen konnte dank Kymriah gerettet werden. Auch 7 Jahre nach der Infusion ist Emily immer noch krebsfrei. Bei Kindern wirkt Kymriah besser als bei Erwachsenen. Damals riefen uns hunderte Investoren an. Und glücklicherweise auch Novartis, die die Forschung vermarkten wollte. Die Erfindung sei das eine, sagt Novartis. Die Forschung aber auf den Markt zu bringen, sei aufwendig und teuer. Insider sagen, Novartis habe der Uni für das exklusive Verkaufsrecht von Kymriah rund 225 Millionen bezahlt. Und für jede Infusion bezahle Novartis der Uni rund 5% des Verkaufspreises. Der Konzern kommentiert das nicht. Die Gesundheitsindustrie ist nicht transparent. Sie wurde nicht zum Nutzen des Patienten geschaffen. Bei uns an der Uni kosten die Krebskillerzellen rund $55.000 pro Patient. Das ist ohne Gewinn. Fast 7-mal günstiger also. Die Uni macht aber nur kleine Studien mit Kymriah. Für die Marktzulassung musste Novartis weltweite Studien finanzieren und hat Zentren für die Herstellung der Therapie gebaut. Michael Mohnstein wartet immer noch auf seine Krebskillerzellen aus den USA. Plötzlich eine Nachricht von Novartis. Der Konzern schenkt ihm das Kymriah. Ich weiss nur, dass wir eine Wahnsinnsfreude hatten. Riesen Erleichterung. Weil, ja, es ist ein wahnsinns grosser Batzen, wo es darum geht. Aber wie ist es vielleicht für den nächsten Patienten oder die nächste Patientin von Kymriah? Das weiss ich nicht, was da Pläne sind. Also ich meine, nur ethisch ist es vielleicht eine heikle Frage, wem jetzt Novartis das schenkt. Ja, natürlich.
Man habe den ersten beiden Schweizer Patienten Kymriah geschenkt, weil sich die Verhandlungen mit den Krankenkassen in die Länge ziehen, heißt es bei Novartis. Michael Mohnstein, Familienvater. Er wird den Lauf gegen die Zeit verlieren. Novartis USA teilt mit, man habe seine Krebskillerzellen zu wenig gut vermehren können, um Kymriah herzustellen. 19 Tage später stirbt er. Ich heiße Paul Kleutken. Ich habe 30 Jahre lang in der Pharmaindustrie gearbeitet, zuletzt als CEO. Jetzt bin ich pensioniert und seit 5 Jahren leide ich an Krebs. Dies sind die Medikamente, die ich täglich nehmen muss. Diese Pillen sind die wichtigsten. Sie sind gegen Krebs. Pro Tag muss ich eine Kapsel nehmen. Ein Stück kostet $750. Und interessanterweise werden sie für $1 hergestellt. Was halten Sie vom Preis von 370.000 Franken für Kymriah? Es ist verrückt. Dieses Produkt wurde auf Kosten der US-Steuerzahler hergestellt. Haben Sie die Pharmaindustrie früher mit anderen Augen gesehen? Die Antwort ist ja. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens war ich nicht Patient. Und zweitens war ich Teil des Systems. Meine Familie hat davon profitiert. Ich wusste es damals nicht besser. Ich hatte die Firmensicht verinnerlicht. Wenn du älter wirst, weitet sich deine Perspektive. Paul Kleutken war CEO einer Firma, die 2002 von Novartis übernommen wurde. Er sagt, bei Kymriah habe Novartis auch von einem 50-prozentigen Steuerrabatt für die Kosten ihrer Studien profitiert. Die USA belohnen damit Forschung zu seltenen Krankheiten. Wir Steuerzahler haben einen Teil der Entwicklung von Kymriah bezahlt. Als Gegenleistung kriegen wir von Novartis einen Schlag ins Gesicht. Er hat ein Preismodell für Kymriah erstellt. Es basiert auf den Angaben von Novartis. Man habe über $1 Milliarde investiert bis zur Zulassung auf dem Markt. Ich habe einen fairen Preis für Kymriah errechnet. In diesem Jahr liegt er bei $200.000. Dies unter der Bedingung, dass 1700 Patienten in den USA und in Europa behandelt werden. 1700 von potenziell rund 14.000 Patienten. Wenn mehr Patienten behandelt werden, kann der Preis gesenkt werden. Und zwar auf rund die Hälfte von 370.000 Franken. Der faire Preis ist so berechnet, dass Novartis den durchschnittlichen Betriebsgewinn von 20,7% erreicht. Einberechnet sind auch die Forschungskosten von durchschnittlich 17,3%. Auch der Krankenkassenverband Santé Suisse fordert 200.000 Franken für Kymriah. Ich habe das Modell angeschaut. Es ist voll von inkorrekten Informationen. Dann geben Sie mir die richtigen Zahlen. Das kann ich nicht. Das sind nicht unsere Daten. Die Kritik an der Intransparenz der Pharma wächst weltweit, bei der Weltgesundheitsorganisation, den Krankenkassen und in der Bevölkerung, die die Prämien bezahlt. Befürchten Sie nicht einen Imageschaden für Novartis? Are you afraid that this will damage the image of Novartis?
Nein, ich sehe keinen Image-Schaden für uns. Das ganze System muss transparent sein, nicht nur eine Partei. Unsere Regierung verlangt Transparenz. Sie veröffentlicht die Medikamentenpreise. Es ist doch genau umgekehrt. Das könnte man breiter diskutieren. Das ist etwas anderes. Wenn er genug Kraft habe, trainiere er mit seinen Hunden, sagt Kurt Benninger aus Bern. Auch der 71-Jährige hat Lymphdrüsenkrebs. Wegen des Preisstreits musste er 3 Monate auf den Entscheid seiner Krankenkasse warten, für Kymriah aufzukommen. Könnten Sie sich dann das leisten, wenn jetzt die Kasse nicht zahlen würde? Wenn ich 100%ig sicher wäre, dass es gut kommt, würde ich das Haus verkaufen. Aber ich kann nicht das Haus verkaufen und dann kommt es nicht gut. Und dann hat die Frau auch gar nicht mehr. Also dann würde ich es nicht machen. Also wenn jetzt die Gesellschaft für Sie quasi nicht zahlen würde, würden Sie es nicht machen? Nein, weil es ist mir zu riskant. Weil die Heilungschancen nicht so hoch sind? Rund 110 Kymriah-Patienten gibt es in der Schweiz pro Jahr. Krebskranke, bei denen alle Therapien versagt haben. Dazu gehört auch Anton Schlösser, 64, Lehrer im Bündnerland. Mittlerweile heisst es, was ist ein Menschenleben wert? Genau. Also, ich weiss nicht, eben, das ist jetzt sehr hergesehen, wenn jetzt ein junger Mensch käme und würde sagen, ja, sie sind jetzt schon über 60, wie viel Lebensspanne haben sie noch, selbst wenn es eine Heilung im besten Fall gibt, ist es das wert? Oder eben, tut ihnen das weh, wenn sie so etwas hören? Nein, aber ich denke eben auch, ich habe jetzt auch Junge kennengelernt am Spital oder so. Ich habe das Gefühl, die hätten es auch nötiger, jetzt böse gesagt, weil ich habe mein Leben einigermaßen gehabt. Oder ich kann jetzt sagen, mal, es war schön so weit, oder? Ich habe mich fast schämen, obwohl ich den Preis ja nicht festgesetzt habe. Aber es ist sehr unangenehm. Man fühlt sich fast schuldig, obwohl es ist das Einzige, was es für ihn noch gibt. Und da sagt man sicher nicht nein. Fühlen Sie sich dann ein bisschen schuldig? Nein, eigentlich nicht, weil ich gesund war sehr lange. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch Jahrzehnte eingezahlt, nie etwas gebraucht, nicht einmal beim Arzt. Und das ist einfach schon überraschend gekommen. Auch seine Krankenkasse bezahlt für Kymriah. Die Preisverhandlungen der Kassen mit Novartis dauerten 4 Monate. Wie auf einem Basar sei es zu und her gegangen. Einige Kassen verließen den Tisch, die anderen einigten sich mit Novartis. Insider sagen, die Kassen wollten 45% Rabatt für Kymriah gegen Lymphkrebs. Zu viel für Novartis. Die Vertragspartner hätten sich auf rund 20 bis 30% Rabatt geeinigt, je nach Erfolg von Kymriah. Also etwa 250.000 bis 300.000 Franken. Darüber sprechen aber will niemand. Denn die Vereinbarung ist vertraulich. Sie ist sogar so geheim, dass Krankenkassen wie die Concordia, die nicht Teil des Deals sind, den Rabatt erst erfahren, wenn sie den Vertrag unterschrieben haben. Das finde ich skandalös. Es ist sehr schmal, seit ich mich mal erinnere, wo wir einen Vertrag abschliessen, wo wir nicht einmal den Preis kennen. Und das ist insbesondere auch absolut neu im Schweizer Gesundheitswesen. Preise und Vertragsinhalte sind transparent vorhanden. Sie können nachschauen, was sie für eine Spitalbehandlung zahlen müssen. Kostentransparenz ist sehr, sehr wichtig im Gesundheitswesen. Sonst liefern wir uns völlig gegenüber diesen Grossunternehmen aus. Vogel, friss oder stirb, sagt er. Geheimrabatt oder den vollen Preis von 370.000. Ich denke nicht, dass das zutrifft. So gehen wir nicht mit unseren Partnern um. Wir finden Lösungen. Heißt das, Sie wären einverstanden damit, den Rabatt zu veröffentlichen? Wir finden Lösungen mit unseren Partnern und stellen sicher, dass sie nachhaltig sind. Sie beantworten meine Frage nicht. Ich erkläre Ihnen, was wir glauben. Tatsache ist, dass die Pharma ihre Rabatte noch nie veröffentlicht hat. Okay, wechseln wir das Thema.
Nochmals zur Zellentnahme muss Kurt Benninger. In den USA ist es Novartis nicht gelungen, die Killerzellen herzustellen. Gleich wie bei Michael Mohnstein. Das ist nicht ein gutes Gefühl, das ist klar. Weil am Anfang hat es gut ausgesehen und jetzt ist einfach zuletzt zu wenig gehabt. Es braucht ja wahrscheinlich schon noch ein bisschen Vertrauen auch in die Pharmaindustrie oder in die Novartis, wenn sie denen ihre Zellen übergeben. Ja, die wollen natürlich auch das Beste machen. Die wollen eigentlich auch gut dastehen. In der Kymriah-Zulassungsstudie konnte 1/3 der Patienten gar nicht behandelt werden. Entweder ließen sich die Killerzellen nicht herstellen oder die Patienten wurden während der Wartezeit zu krank oder verstarben, wie Michael Mohnstein. Good News derweil aus den USA für Anton Schlösser. Bei ihm hat's geklappt. Die Krebskillerzellen sind auf dem Weg in die Schweiz. Dann bekommen sie diese Immunzellen zurück, diese KT-Zellen. Die sind noch deutlich stärker als normalerweise Immunzellen sind. Und was passiert, wenn Immunzellen in Aktion sind? Dann gibt es Nebenwirkungen. Es kann Fieber geben, das kann Kreislaufprobleme geben. Die andere Sache, über die wir sprechen müssen, sind neurologische Nebenwirkungen. Die sind ebenfalls sehr häufig. In Studien zwischen, je nachdem, 10 bis 40% der Patienten, die können ganz unspezifisch sein. Das können Dinge sein wie Sprechstörungen, Konzentrationsstörungen. Ebenso ist das so, dass es natürlich sein kann, dass Organe in der Zeit etwas vorübergehend ausfallen, wie die Niere. Das wurde in rund 20% der Patienten beobachtet, dass tatsächlich Patienten an die Dialyse, also Blutwäsche, mussten. Krebskillerzellen können heilen und töten. Sie sind die Therapie der letzten Hoffnung für Patienten, die sonst sterben. Mein Name ist Alfred Scheidecker, ich bin Risikokapitalinvestor. Ich bin hier in San Francisco an der grössten Healthcare-Konferenz. Alfred Scheidecker. Er investiert in kleine Biotech-Firmen, die neue Krebsmedikamente entwickeln. Have a good day. Sein Ziel, die kleinen Firmen an Pharmakonzerne verkaufen, mit Gewinn. Ja, das wünsche ich dir. Wie läuft's? Super. Super. How are you doing? We're actually doing okay, Fred. I know it's painful to see the stock, but we're doing okay. Alles Gute, tschüss. Ciao. Herr Scheidecker, was geht da ab? Ja, das ist also wie ein Hochzeitsmarkt. Es ist unglaublich. Da trifft man alle Biotech-Firmen, vor allem auch mit Onkologie-Fokus. Pharmafirmen, wo man schlussendlich die Firmen dann übernehmen in einem späteren Zeitpunkt, wenn sie halt ihre Beweis im Mensch gemacht haben, dass sie Krebsmedikamente haben. Jetzt in unserem Fall. Beweis im Mensch? Wie bitte? Beweis im Mensch? Beweis im Mensch. Also mit einem neuen Medikament muss man ja in den Menschen schauen, ob es funktioniert. %60 der neuen Medikamente werden nicht von der Pharma entwickelt, sondern von kleinen Biotech-Firmen. Für die Studien mit Patienten brauchen sie viel Geld. Und dieses Geld kommt von Investoren wie Alfred Scheidecker und Markus Hosang. Haben die Rolle ein Stück weit von der Pharma übernommen? Ja, das kann man sagen. Das hat sich schon vor 20 Jahren langsam anzeigen, dass einfach Science, die Wissenschaft, ist zu breit, zu viel ist um. Die Pharmaindustrie kann und will, mag nicht alles machen. Neue Durchbrüche kommen meistens ja von draussen, von Universitäten her. Die müssen aber auch gebraucht werden. Und dann haben wir Venture-Leute. Wir sind eine Art so ein Bindeglied zwischen ihnen. Und da helfen wir, Risiko rauszunehmen. Und brauchen natürlich für das, müssen wir mit einer Prämie belohnt werden. Wenn wir, ich sage jetzt, wir nennen das einen grossen Exit haben, also wenn wir eine Firma verkaufen oder an der Börse unsere Aktien verkaufen können, dann, wenn das gut gelaufen ist, dann kann ein Fünffaches rausschauen von dem, was wir investiert haben. Oder vielleicht sogar Siebenfaches, was auch immer.
Dafür haben wir aber auch ein sehr hohes Ausfallrisiko, weil nicht jedes Krebsmedikament funktioniert am Schluss. Aber die Pharma, wenn sie so viel Geld auf Pharmapreise ist das fast irrelevant. Sind Sie sicher? Nicht irrelevant, aber es ist sicher nicht der grösste Betrag. Seine Firma investiere oft in der frühen Phase der Forschung. Die Pharma aber zahle dann am meisten, wenn eine Biotech-Firma davor stehe, ein neues Medikament auf den Markt zu bringen. Novartis kauft die US-Firma Avexis für fast 9 Milliarden Dollar. Gilead kauft die Biotech-Firma Kite für fast 12 Milliarden. Für die Avexis-Therapie verlangt Novartis jetzt den Rekordpreis von 2,1 Millionen Dollar. Das hat einen gewissen Einfluss auf den Preis. Weil das sind ja zusammenhängende Berechnungen, die man macht. Also man muss die Investition wieder rausholen. Das ist selbstverständlich ein Bestandteil am Schluss vom Marktpreis. Bei Kymriah hat Novartis durch den Vertrag mit der Universität Biotech-Firmen und Investoren auslassen und so Milliarden sparen können. Beim Inselspitalpatienten Kurt Benninger hat die Herstellung von Kymriah im zweiten Anlauf geklappt. ...43 Milliliter. Ja. Für 370'000 Franken. Das ist eine Diskussion, ehrlich gesagt, möchte ich da jetzt mich nicht drauf einlassen hier am Krankenbett. Ich hänge einfach noch zu fest am Leben. Ich habe das Gefühl, das kann es noch nicht sein. Die Hoffnung ist jetzt sehr groß, dass das wirkt. Anton Schlösser hat seine Infusion vor 2 Tagen bekommen. Jetzt sind wir wieder da. Wie ist es? Wie geht's? Gut. Gut soweit? Müde, oder? Ja. Und ich schlafe sowieso ein, wenn ich etwas schauen will. Merkt man schon etwas, ob jetzt das Kymriah wirkt oder nicht? Das ist ein bisschen zu früh. Wir hoffen natürlich, aber ich glaube, das ist zu früh. Wir haben natürlich hohe Erwartungen, aber das wäre jetzt nichts. Jetzt muss ich einmal kurz hin. Ja. Müller? Am Apparat eine Kantonsvertreterin. Neue Probleme mit Kymriah. Weil die Therapie als Spitalbehandlung gilt, müssen die Kantone 55% der Kosten übernehmen. Nee, wir starten das ja parallel, weil das beißt sich ja irgendwie in den Schwanz. Weil natürlich weil die Krankenkasse die Kostengutsprache nur unter Vorbehalt dessen gibt, dass der Kanton seinen Teil trägt. Und wenn Sie das umgedreht sagen, also deshalb lasse ich das parallel laufen. Weil jeder von Ihnen beiden sagt, dass er es natürlich nur macht, wenn der andere zugestimmt hat. Wir gehen jetzt zu Jenny Lee. Sie ist Investmentbankerin von Hongkong und deckt China ab. China macht die meisten Studien zu Krebskillerzellen weltweit. Marktbeobachter sagen, wenn die Therapie dort zugelassen ist, werde sie rund $70.000 kosten. Hi Jenny. Hi. How are you doing? Freddie, nice to meet you. Nice Yeah. to meet you. We met last time in Hong Kong. Yeah. It was great. Jenny Lee sagt, die chinesische Regierung setze die Pharmakonzerne unter Druck. Sie mussten ihre Medikamente verbilligen, um zugelassen zu werden. Und die Pharma spielte mit. Als Gegenleistung können die Firmen viel größere Mengen verkaufen. Wenn die Pharma die Preise hochhält, sind sie zu teuer für den chinesischen Gesundheitsmarkt. Dann verlieren wir alle. Die Frage ist, soll der Markt so extrem spielen in einem Bereich, wo die Gesellschaft zahlen muss? Well, dann müssen sie aber die Pharmafirmen verstaatlichen. Nicht unbedingt. Ich meine, 20 bis 25% Gewinnmarge
Das hat ja sonst niemand, das hat nicht einmal die Banken. Da ja, kann aber man das Wachstum von der Pharmaindustrie ist nicht so hoch. Das Wachstum selber. Aber die Rendite kann man ja ein bisschen runterschrauben. Ich sage jetzt mal auf ein durchschnittliches, vernünftiges Maß. Macht ja immer noch Geld. Und da könnte man sich feiern als gesellschaftlich bewusst und verantwortlich. Wie gesagt, ich glaube, dass Pharmafirmen eine hohe Verantwortung tragen, indem sie sehr viel Kapital in hochriskante Innovationen investieren. Insofern tragen sie eine grosse Verantwortung für die Gesellschaft. Ob am Schluss 25% Gewinn ist oder 10%. Geht es um Profit oder Leben? Die existenzielle Berechtigung von einer privatwirtschaftlichen Firma ist, dass sie Profit erwirtschaftet. Vor Leben? So können Sie die Frage nicht stellen. Jetzt gehen wir ins Hilton zum Speeddating mit kleinen Firmen, die während einer halben Stunde mit uns reden können und ihre Geschichte uns verkaufen können, ihren Pitch. Und dann wollen wir schauen, ob wir investieren wollen. Big Business, also von den Finanzen her, aber auch Big Business für die Medizin, für die Patienten, für die Gesundheit. It's a zoo, aber I like it und das seit vielen Jahren. Matchmaking im 30-Minuten-Takt. In diesen Kabinen treffen sich Investoren und Forscher. Hi, Chris. Hi. Good seeing you. Good seeing you finally. How was the conference? After those teleconferences. Sollen für überlebenswichtige Therapien die gleichen Preisregeln gelten wie für Luxusgüter? Bei einem Porsche wissen Sie ja, haben Sie ja keine Ahnung, wie viel hat der Motor gekostet, wie viel hat die Entwicklung gekostet, wie viel hat der Showroom gekostet, wie viel macht der Händler, wie viel macht der Zwischenhändler. Aber der Porsche zahlt auch nicht die Öffentlichkeit. Ja, aber gleich. Aber was ich will sagen, Sie verlangen eine die Öffentlichkeit schlussendlich sind es gleich auch Kassen. Und die Öffentlichkeit hat kein Recht, in jedem Fall immer alles zu wissen. Ich glaube, die Öffentlichkeit muss sagen, da habe ich ein Angebot, wie viel ist mir das Angebot wert? Anton Schlössers Frau dokumentiert seine Therapie mit dem Handy. Sind Sie traurig? Nein. Depressiv? Auch nicht. Nervös? Nein. In den ersten Tagen Fieber und Schüttelfrost. Nur leichte Nebenwirkungen der Killerzellen. Und jetzt gibt's den Idiotentest. Wo sind wir genau? Universitätsspital in Zürich. Dürfen Sie mal 2 Finger zeigen? Sich ans Ohr langen. Und die Augen zumachen. Dasselbe Bild am Inselspital. Auch Kurt Benninger bekommt Fieber, aber sonst geht es ihm gut. Subjektiv haben Sie das Gefühl, es nützt etwas? Ja, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich noch nicht. Hallo, I'm Marcus. Sean Carbonell. Sean, nice meeting you. Diese Biotech-Firma forscht in einem Bereich, der boomt. Medikamente für seltene Krankheiten, sogenannte Orphan Drugs. Auch Kymriah ist ein Orphan Drug. Wir fokussieren auf seltene Krankheiten. Das Gesetz bietet Anreize dafür. Wir kennen eine Firma, die nur 8 Patienten testete und nur 2 dieser Patienten sprachen teilweise auf das neue Medikament an. Dennoch wurde es im Schnellverfahren zugelassen. Kleinere Patientengruppen, kürzere Studiendauer, Steuerrabatte. Für Orphan Drugs gäbe es noch einen weiteren großen Vorteil, sagt Investor Scheidecker. In den USA und der EU erhalten Orphan Drugs ein exklusives Vermarktungsrecht. Bis zu 10 Jahre lang werden ähnliche Produkte von Konkurrenten nicht zugelassen. Das Gesetz ist so gemacht, dass es sich eben lohnt, dass, wenn man die Marktzulassung kriegt, dass man eine gewisse Exklusivität hat über mehrere Jahre hin. Das heisst, ein
ein Konkurrent kann nicht einfach auf den Markt kommen, sondern man kriegt eine gewisse Exklusivität. Wenn es nichts anderes gibt, hat man wahrscheinlich freiere Spielräume für die Preisgestaltung. Wobei und das bedeutet eben, dass wahrscheinlich mit dem Grund ist, dass die, wenn wir nach Gründen suchen, wieso dass die Krebsmedikamente so teuer geworden sind in den letzten Jahren. Ich sage mal, das ist ein Grund, aber das ist noch lange nicht der einzige. In den USA wurde das Gesetz für seltene Krankheiten vor über 30 Jahren geschaffen. Heute kritisiert der Politiker, der es initiiert hatte, einige Pharmafirmen würden das Monopol ausnutzen, um ihre Gewinne zu steigern. Orphan Drugs und Marktexklusivität. Das Thema erreichte vor einigen Jahren auch die Schweiz. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, gemäß Ratsreglement lege ich zu Beginn der Debatte zu diesem Geschäft meine Interessenbindung offen. Ich bin Präsident von Intergenerika, dem Schweizerischen Verband der Generika und Biosimilar Hersteller. Um die Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Krankheiten zu fördern, sollen die Pharmaunternehmen für sogenannte Orphan Drugs während 10 Jahren die Marktexklusivität erhalten. Während dieser Frist dürfte für die gleiche therapeutische Indikation kein anderes Arzneimittel zugelassen werden, es sei denn, es werde nachweislich sicherer und wirksamer. Der Punkt ist, Pharmafirmen sind keine sozialen Einrichtungen. Sie forschen nur, wenn sie Gewinn erwarten. Damit es überhaupt zu neuen Medikamenten für seltene Krankheiten kommt, braucht es ein Monopol. Dieses wird durch die Marktexklusivität geschaffen. Als Sebastian Frehner ins Parlament kam, gab er einen Zugangsbadge dem damaligen Interessensvertreter von Novartis. Novartis und Roche spendeten den bürgerlichen Parteien letztes Jahr fast 900.000 Franken. Am Ende der Debatte müssen wir feststellen, dass nicht die Patientinnen und Patienten durch diese Revision des Heilmittelgesetzes gewonnen haben, sondern dass es im Wesentlichen darum ging, welche Taschen noch besser gefüllt werden können. Während der ganzen Kommissionsberatung und auch heute hier im Saal hat mich das Gefühl begleitet, dass ich und mit mir vielleicht andere auch noch nur einen Bruchteil dessen durchschauen, was im Hintergrund hier an Lobbyarbeit und Interessensvertretung läuft. Und das hat dann Konsequenzen gehabt. Also ich habe dann eine Rüge bekommen vom Herrn Pascal Brennisen, der damals bei der Novartis Inlandchef war. Schweizchef, ja. Was hat er dann gesagt? Ja, er hat uns, also Beat Jans hat mir ein Mail geschrieben, also er möchte uns gerne treffen, also im Sinne von, er möchte mit uns reden über unsere Haltung, dass wir nicht pharmafreundlich uns würden verhalten bei dieser Gesetzgebung. Ich habe das eine ungehörige Einmischung gefunden in meine parlamentarische Arbeit. Hat es so etwas je gegeben? Oder? Ich habe das weder vorher noch nachher je wieder erlebt. 2 Jahre dauerte die Debatte. Der Nationalrat stimmte zweimal für die Marktexklusivität, der Ständerat aber war dagegen. Das Monopol kam nicht durch, dafür eine abgeschwächte Maßnahme, die Orphan Drugs schützt. Einen Monat nach der Infusion mit Kymriah. Anton Schlösser wird umfassend untersucht. Hat Kymriah funktioniert? Ist der Krebs verschwunden? Ich zeige Ihnen mal erst noch mal die alten Bilder. Da war hier dieser Bollen um den Port rum. Und dann war eben die Hauptmasse hier in der Muskelloge. Und dann natürlich am Unterschenkel hier ganz viel. Jetzt kommt nachher, wo man hier nur noch so flaue Aktivität hat. Da tut sich schon noch was hier in der Muskelloge, aber es ist doch deutlich weniger. Für mich ist das, hätte es mir nicht besser vorgestellt. Ich meine, bei dieser Tumormasse, die davor da war, dass es absolut ganz weg wäre, ohne Spuren der Entzündung noch. Aber kann man sagen, er hat jetzt wieder Berg überwunden oder muss man kritisch sagen, wie könnte der Krebs auch wieder zurückkommen? Also
Wir haben keine Glaskugel, das wissen wir so natürlich nicht. Aber es ist ein guter Start. Rückkehr könnten Sie nicht ausschließen? Das kann man nie ausschließen. Man muss sagen, dafür sind auch die Kymriah-Daten oder die Behandlungsdaten mit KT-Zellen noch zu kurz. Unterdessen am Inselspital. Auch Kurt Benningers Krebs ist unmittelbar nach der Behandlung verschwunden. Ich bin natürlich froh, wenn ich heim kann. Und die sich da nicht mehr anlegen muss. Weiterhin alles Gute. Ja, merci. Geniessen. Sein Arzt will noch nicht Bilanz ziehen. Laut der Novartis-Studie zeigt sich erst nach rund einem Jahr, bei welchen Patienten der Lymphkrebs wegbleibt. Über die Hälfte sterben. Und wie die Krebskillerzellen sich im Körper langfristig entwickeln, weiß niemand. Schöne neue Medizinwelt. Rekordteure Hoffnung aufs Überleben. Kymriah jedenfalls ist nur der Anfang. Alles klar.